Was taugen billige Wohnmobile? Ja, das ist die große Frage, denn das Basisfahrzeug ist nämlich immer dasselbe. Wir haben hier den Michael und der Michael, ja, der macht mich ziemlich neidisch. Er war nämlich 4 Wochen gerade in Spanien und kommt jetzt gerade 5 Wochen in Spanien. Er hat einen wunderschönen Hund dabei und hat hier einen Livingston 2 von Roller Team. Ich grüße dich herzlich. Hallihallo. Ja, du hast einen wunderschönen Hund. Ich zeige dir mal, das ist Ammo. Ammo, ja. Was ist das für eine Rasse? Ein American Akita. Ein American Akita. Der ist ganz lieb. Der kam auf mich zu. Ja, oder? Der ist wie Lichtschalter. Also er ist so ganz lieb, aber der kann von einer Sekunde auf die andere auch ganz böse sein. Der kann anders. Ja. Aber der ist so lieb zu Kindern? Oder? Ja. Ist ein Family-Hund? Ja, andere Rüden halt. Andere Rüden ist halt immer, wenn einer einfach aufs Grundstück oder ans Wohnmobil kommt, dann ist er natürlich schon mal aggressiv oder bellt mal. Ist das auch eine Frage, wie man auf den zugeht? Spürt ihr Angst? Ja, natürlich. Der Akita ist so ein Hund, der entscheidet selbst, auf wen er zugeht und auf wen er nicht zugeht. Genau, also, wenn das du kenne ich. auf ihn zugehst, das mag er nicht so. Da ist er erstmal ein bisschen skeptisch und vorsichtig und geht mal auf 7:30-Stellung. Sehr schön. Michael, du kommst aus Idstein. Ja. Das ist ein tolles Auto. Ja, die Basisfahrzeuge sind ja immer dieselben, deswegen ist das gar nicht so schlimm. Ich habe eben anmoderiert die billigsten, denn es geht noch viel teurer, wenn du einen Kastenwagen kaufen willst, oder? Ja, natürlich. Wenn du hier mal schaust, also bist du bei 60.000, 65.000 und ich habe halt geschaut, ich habe damit angefangen, wollte also auch vermieten, damit ich das Fahrzeug ein bisschen subventionieren kann und da bin ich bei 51,6 gelandet. 51,6 brutto. Brutto, jawohl. Inklusive Steuer. Mit Solar, mit Fahrradträger, mit Anhängerkupplung. Automatik, auch ganz wichtig. Ich wollte auf alle Fälle eine Automatik. Ist da ein Wandler drin, oder? Die 9-Gang, oder? Ja, was? genau. ZF, okay. Jetzt sieht man hier, du hast eine Rahmenverlängerung montiert. Jawohl. Die war schon drin? Nein, die habe ich mir nachträglich montieren lassen, weil das Fahrzeug auch auf die Rennstrecke soll für Motorradtransporte. Was? Das ist schnell, das Fahrzeug, oder wie? Ist das ein Rennauto? Nein, die Motorräder sind schnell. Also ich habe ein Motorrad noch für die Rennstrecke und dafür ist es gedacht. Deswegen habe ich schon eine Luftfederung eingebaut hinten und halt diesen Rahmenträger für eine Heckgarage mit einer Persenning bis zu 300 Kilo Zuladung. So, das heißt, wir reden über knapp über 50.000 Euro realistischer Straßenpreis. War es dann schwer, einen zu kriegen oder ging's? Also das war bei der Autofirma Auto aus Arbeit. Ich habe viel im Internet geschaut, das war schon schwierig und der hatte da 3, 4 Fahrzeuge stehen und du bist da hingekommen und hat auch dann direkt gesagt, der ist weg, der ist weg, der ist weg. Also du musstest wirklich schauen und dann habe ich mir einen anderen angeschaut und dann kam dann der Verkäufer, brauchst gar nicht mehr gucken, der ist auch weg. Der ist auch weg. Kastenwagen ist ja die neue Seuche, das heißt, jeder will einen Kastenwagen haben. Du warst jetzt wo in Spanien? Ich bin komplett Andalusien gefahren, also ich war in Sierra Nevada, ich war in Granada, ich war in Sevilla, ich war in Almeria, Malaga, also überall, wo es schön ist. So, du hast den Hund ja immer dabei. Genau. Das heißt, der kommt auch mit raus, der bleibt nie im Auto. Das ist richtig, ja. Der hat nie kalt, oder? Nee, dem ist eher dann zu warm. Jetzt eher zu warm. Wie war das Wetter da? Ja, wir hatten also für Spanien relativ kalt, habe ich so erfahren. Wir hatten aber trotzdem immer zwischen 16 und 22 Grad. Ich hatte 3 Tage Regen, ansonsten immer strahlend blauer Himmel. Und natürlich angenehmer als hier. Ich bin jetzt gerade... Hast du ein Foto gemacht, das ich mal zeigen kann? Ja, natürlich. Mach mal, weil dann zeige ich es mal gerade von vorne. Du suchst mal ein paar schöne Fotos raus, dass wir mal die Leute ein bisschen neidisch machen können. Das ist jetzt der Fiat Ducato 7, aber das spielt eigentlich keine Rolle, weil die Änderungen, die waren gar nicht so groß. Der Motor, der ist jetzt nochmal geändert worden. Du hast hier vorne hast du so Isomatten drin, das hilft, oder? Ja, für die Kälte ist es schon sehr hilfreich. Der hat natürlich eine komplette Verdunkelung von Haus aus, die ist drin. Ja. Aber jetzt, wo es so kalt ist, merkst du halt schon, dass das ist die Kältebrücke dann. Ja, genau. Und damit ist es echt gut. Oder Wärmebrücke, je nachdem. Es läuft dann auch nicht runter, aber das macht wirklich viel aus. Das war schon dabei, diese Dinger? Das ist komplett dabei gewesen, ja. Okay, so jetzt hast du noch Winterreifen drauf. Du hast coole Reifen drauf, Grabber, ja. AT. Ja. Sieht auch cool aus, oder? Ja, die sind gut und das Grobsträudige war in Spanien auch hier und da wirklich hilfreich. Weil ich habe halt schon geschaut, dass ich auch mal dahin komme, wo es ein bisschen abgelegen ist. Ich bin dann rübergefahren nach San Sebastian. Warte mal, zeig mal. Wenn du es mal gerade etwas steiler hältst. Genau so. So ist super. Ich bin dann rübergefahren, komplett durch Spanien durch, bis rüber auf San Sebastian. Bin dann, weil ich San Sebastian noch sehen wollte und hatte auch Glück, weil dann ist drüben auf der Atlantikseite das Wetter schlecht geworden und dann Mittelmeer war das Wetter wieder schön. Zeig mal. Mach uns mal ein bisschen neidisch hier. Ich fahr gleich wieder zurück. Du fährst zurück nach Spanien, oder was? Würde ich gerne, ja. Aber du musst arbeiten, oder was? Ja, klar. Ach so, du bist normaler Arbeitnehmer, oder wie? Ja, Beamter. Beamter? Oh, das tut mir leid. Ja, der arme Beamte. Der arme genau. Beamte. Ja.
Ist das denn so, ich habe jetzt keine Ahnung, ist das so im Laufe des Alters, kriegt man mehr Tage, wo man freimachen kann? Oder? Nee, ich habe halt durch Covid auch bedingt, konnte ich keinen Urlaub nehmen. Ja. Und dann habe ich natürlich dann den aufgespart und konnte den jetzt zum Jahresende nehmen. Okay, ich nehme an, du bist wahrscheinlich öffentlicher Dienst oder was machst du? Okay, ich gehe jetzt nicht näher drauf ein. Ja, ich darf dir eigentlich gar nichts dazu sagen. Ja, sag nichts. Okay, wunderbar. Sehr schön. Aber ich guck mal gerade, du bist ziemlich fit, durchtrainiert, hast einen bösen Hund, sage ich mal. Und du bist Mountainbiker, das heißt, du bist dem Sport nicht abgeneigt, kann man das sagen? So viel können wir ja mal verraten. Was hast du denn drauf im Cube? Du siehst meine Fahrradvideos ab und zu. Nee, habe ich noch gar nicht gesehen. Wusste ich nicht, dass du Fahrradvideos machst. Ich mache hunderte von Fahrradvideos. Okay. Ich war bei Cube im Werk und habe das gefilmt, wie die gebaut werden. Ja. Das ist ja interessant. Ja, das ist halt, jetzt wird jeder sagen E-Bike, aber mit dem Hund ist es halt, gerade in Spanien ist es mit E-Bike halt angenehmer. Ich habe auch ein normales, aber wenn ich mit dem Hund unterwegs bin, nehme ich immer das E-Bike. Und der läuft gut mit, der Hund? Oder? Ja, ich habe da die lange Schleppleine und da hat er Spielraum, dann kann er nach links, rechts. Er hat einen wahnsinnigen Jagdtrieb, das heißt, wenn er einen Hasen oder irgendwas sieht, geht er ab. Ob der mich vom Rad, ja. Ich habe 3 Windspiele, die haben es noch so ein bisschen in sich, aber die habe ich so erzogen, dass sie eigentlich immer dabei bleiben. Und das kann man hier nicht behaupten, oder? Nee, wenn der irgendwas sieht an Wild, ist der weg. Sag mal, wo ist der zu kriegen? Eigentlich aus Japan. Aus Japan? Ja, japanische Nationalhund. In Akita, das ist die Stadt, steht ein Denkmal. Also es steht für Loyalität und Treue, dieser Hund. Und da gibt es auch einen Film mit Richard Gere. Den habe ich gesehen, ja, genau. Da bist du am Heulen, auch als Mann, ja, gell? Genau, der vor dem Bahnhof saß, gell? Ja, genau. Sag mal, der Schwanz ist immer krumm, oder? Der ist so, ja. Der ist so, ja. So Das ist er ist- entspannt. Wenn er runtergeht, ist er angespannt. Ist bei meinem Windspiel auch so. Ich habe einen Windspiel, der hat genau so einen Schwanz. Und dann habe ich schon überlegt, ob wir den zur Operation geben. Das ist halt die Körpersprache der Hunde ist halt wichtig, die Route. Okay. Deswegen verträgt er sich auch mit anderen Hunden, die hier aus der Region kommen. Da ist ja wenn der Schwanz hochgeht, sind die angespannt. Okay. Und wenn die Route runtergeht, sind die entspannt. Boah, der hat aber einen ganz breiten, was interessant ist, er ist so breit wie so ein, ich sag mal, böser Hund, ja, aber er sieht ganz lieb aus wegen dem Fell. Ja, Er hart nicht, hast du mir erzählt. das stimmt. Ja, er verliert seinen Sommer und sein Winterfell und das war es auch dann schon. Das war's, aber nicht zwischendurch, Nee. gar nichts. Nee. Das heißt, wenn ich hier gleich mal reinfilme in dein Auto, Kein Haar. kein Haar. Das Alles ist, andere, aber kein Haar. so, jetzt Länge 6,40, was hat der? Nee, 5,99. Also Querbett. Ja, genau. Querbett geht bei dir? Ja, es ist okay. Ich wach schon mal auf und hab den mit den Füßen an der Wand. Das merkst du halt schon mal, aber es ist okay. Ist okay, ja. 1,78 bin ich, das passt. Ah ja, gut. Ja, ich bin ja auch nur 5 cm größer. Also insofern. So, das heißt, Reifen hast du getauscht. Die Felgen sind die Originalfelgen oder waren da Nee, hier sind Alufelgen dabei. Alufelgen Ja, dabei? ich habe also 8-fach bereift jetzt. Cool. Das heißt, du fährst dann auch im Sommer fährst du andere Bereifung? Ja, genau. Cool. So, die Markise ist dabei. War die draußen bei dir? Ja, klar. Ich fahre die nie raus. Ich habe immer Angst, wenn ich weg bin und dann. Ja, nee, ich war relativ windstill. Also Spanien ist ja immer mal so Phasen, wo du Wind hast. Aber ich hatte, glaube ich, einmal Wind, wo ich sie dann abends reingefahren habe. Aber ansonsten war es relativ windstill. Und ich finde es immer noch mal ein bisschen schöner, wenn du irgendwo bist am Platz und hast die Markise draußen. Das hat noch mal so ein bisschen so Flair, so wie so Gemütlichkeit, so ein bisschen, sage ich mal so. So, du hast mein Video gesehen, wie wir an Abos Bordeaux geknackt haben mit einer Lidl Flex in 24 Sekunden. Nee, ich hab nur mitbekommen, dass die Fahrertür ist wohl der Schwachpunkt von dem Fahrzeug irgendwie. Nee, ich denke, das Fahrrad klauen. Weil, Ach so. aber ich meine, der Hund hört das ja dann, wenn du da bist. Du standst meistens frei, oder wie? Ja, Okay. wenn da einer herankommt, bellt er. So, das heißt, du kannst dich auch verteidigen, nehme ich Ja. an. Ne? Ich frage nicht weiter. Sehr schön. Livingston 2, das ist jetzt ein recht günstiges. Wir gucken mal rein, wie so die Verarbeitung ist. Einen habe ich schon mal gefilmt. Da waren die Leute ziemlich baff, denn der ist gut gemacht, muss man sagen, oder? Das ist innen drin, klappert's viel. Nee, klappern tut's gar nicht. Du merkst aber schon, die Verarbeitung ist gut. Aber die haben halt, also das Holz ist natürlich, ich habe jetzt bei Himmelmann geschaut, oder andere Fahrzeuge, das ist natürlich nochmal ein anderes Holz. Das merkst du halt schon. Also die dünneres Holz wahrscheinlich, da wird natürlich schon ein bisschen gespart. Und das Rollerteam ist eigentlich so ein bisschen Zuladung, ordentlich. 700 Kilo, glaube ich. 700 Kilo. Und was ist hier für eine Heizung drin? Eine Truma. Ja, genau. Okay, aber nichts Diesel, oder? Nee, leider nur Gas. Das war halt in Spanien schon ein bisschen schwierig. Ich habe jetzt Diesel, ich habe drüben Diesel und Gas und Das kriege ist jetzt in gut. dem neuen, habe ich dir erzählt, Affinity, kriegen wir jetzt eine Dieselheizung Das ist rein. gut, Eine ja. Truma 6D Ja. mit Elektropaket und so. Aber man muss sagen, du bist ja ein harter Mann, das macht dir ja gar nichts aus. So, ich zeig mal gerade. Ich spiele ja auch, glaub nur. So, jetzt ist das Bad immer so eine Schwachstelle. Kann man sich da wirklich drin duschen? Du kannst ja, da ist nochmal ein Vorhang drin. Komm her. Binden mal an. Du kannst dich da duschen, aber ich habe immer geschaut, dass ich auf Campingplätzen bin.
wo du halt dann da duschen kannst, weil das halt schon ein bisschen beengt. So, der Hund ist jetzt frei, das weißt du, gell? Der bleibt hier. Gut, der bleibt hier. Okay. Nicht, dass der gleich in die Wälder ab ist. So, also ich zeig mal gerade. Das filme ich nämlich immer hier mit den Haken. Es ist mollig warm hier drin. Das ist wirklich schön. Auf 20 Grad gestellt. 20 Grad, weil du gesehen hast, dass ich komme. Nein, ja, genau. So, Klo geht aber mit dem Das Bein. Klo ist Ne? okay, ja. Das So, da vorne ist das Hundebett, oder was ist das? Ja, ja, Hundebett. das war nass, das habe ich reingestellt zum Trocknen. Zum Trocknen. Es ist mollig warm. Man schläft hier gut drin, so vom Feeling her. Ja, doch, das ist okay. Ist das wie so eine Fahrt, wenn da so ein bisschen... Ach, wir holen den Hund mal. Sag mal, hier für mehr als 2 Personen ist aber nicht geeignet, oder? Nee, du hast hier nochmal ein Notbett, aber zu dritt wird es schon eng. Also. Allein ist geil, oder? Ja, genau. So. Ja. Ich zeige mal gerade hier vorne, das ist die Bedienung. Also Truma 20 Grad. Wie viele Gasflaschen hast du durchgeschossen? 2. 2. Ja. Echt nicht mehr? In 5? Nee. Ach so, da unten war ja warm. 16, 18, also 20 am Höchsttemperatur waren 22 Grad, da war das schon okay. Ach du Sack, Ja. das bin ich jetzt neidisch. Solar, hat das funktioniert? Ja, einwandfrei. Also du kannst 3 Tage, kannst du autark mit dem Fahrzeug ohne weiteres kannst du bleiben. Wenn du eigentlich keine 220 Volt brauchst, kannst du auch länger autark bleiben. So, ich zeig mal gerade die Küche, die hast du auch benutzt. Ja, klar. Ich koche gerne. Was zum Beispiel, wenn du unterwegs bist? Ich habe Spaghetti Amatriciana habe ich gemacht und dann hat man noch mit Fleischbällchen hatten wir noch mal gemacht, Nudeln. Ich halte mal gerade durch, das ist dein Schlafreich. Ja. Du hast eine Decke, hast du. So, 2 habe ich. 2 hast du, falls es mal kalt wird. So, dann kannst du dann, oben hast du Oberschränke mit drin, das ist okay. Ja, da fehlt halt der Heckoberschrank, das merkst du halt schon. Das ist gut, oder? Ich finde das gut, weil der Heckoberschrank, der steht dir nur im Weg und du brauchst echt Platz. Also ich bin so ein Typ, ich würde sogar links die Oberschränke weglassen, Okay. weil Platz ist mir einfach alles. Aber Also auf die andere Seite will ich irgendwas bauen, damit ich Tisch und Stühle irgendwie noch mal besser verstauen kann. okay. Weil du bist sonst immer am Räumen. Das ist halt Jetzt hast sehr du, nervig. habe ich eben gesehen, du hast wieder mal Gedöns gekauft. Was hast du gekauft? Ja, ich habe ein Magnetsystem gekauft, praktisch für die Markise zu befestigen. Und dann gibt es dafür noch so einen Halter für die Außendusche. Ach so, dass du die Markise nicht in den Boden machen musst, Genau. sondern... an die Sag mal gerade, hast du hier? Ja. Na, kann mal gucken. Ich komme nicht über deinen Hund weg. Der ist so hübsch. Der braucht viel Auslauf? Ja, normal halt. Normal halt. Also so 2-3 Mal am Tag muss es schon mit ihm gehen. Weil ich habe gesehen, die stellt einer her. Mülleimer natürlich fürs Fahrzeug habe ich vorne gebraucht. Ja. Also das Fahrzeug ist ja in der Vermietung, da sind die. Ach, die gibt es jetzt auch nicht von Silvi sind die hier. Das heißt, was kannst du damit machen? Da habe ich ja jetzt so ein Metallleiste und dann kann ich die Halter, die Haken mir überall hinmachen und kann dann Jacken und sowas aufhängen. Das brauchst du immer wieder. Innen, irgendwo. meinst du? Ja, ja. Das ist mir wichtig. Okay, ich habe jetzt gedacht, um jetzt die Markise festzumachen. Die habe ich gestern geholt. Die sind aber jetzt unter dem Bett. Die sind teuer, oder? Ja, die kosten 89 €, glaube ich. Das sind 2 große Magnete. Saugnäpfe sind es. Saugnäpfe. Praktisch hier und hier, wo die Markise, der Stab ist, ans Auto fest. Dann kannst du das Gestänge von der Markise direkt hier fixieren und dann ist es fest noch beim Wind nochmal geschützt. Sag mal, es kann ja sein, dass du wahrscheinlich jetzt irgendwas einnehmen musst, ja, damit du das überhaupt überlebst hier, dieses Wetter, wenn du gerade aus Spanien kommst, oder? Kalt, ja, es ist echt kalt. Ja. Es ist uselig, es ist windig. Heute Morgen hat schon Schnee gelegen hier, ja. Silvi, war das schon eingebaut? Was war eingebaut? Nee, das habe ich nachträglich nachgerüstet. Ist das gut? Das ist sehr gut. Die Weingläser, die haben jetzt die ganze Zeit gehalten. Du musst also aber die Magnetleiste nehmen. Bei den Bechern jetzt habe ich diese viereckigen Magnete, die halten nicht. Du musst diese Leiste zusätzlich kaufen, weil die ist stärker. Die halten nicht. Ja. So, jetzt hast du ja hier, ich meine, der Platz ist ja nun wirklich minimal, muss man fairerweise Du sagen. kannst den Tisch nochmal ausfahren. Ich habe die Sitze nicht gedreht, dann ist es immer ein bisschen beengt, klar. Da geht's, das ist aber auch so, du willst ja auch irgendwann mal wegkommen. Du willst ja, wie viele Tage wirst du hier bleiben? Fährst jetzt? Ich habe morgen noch einen Termin wegen 2 Fahrzeugen, die ich mir anschauen möchte. Habe ich noch einen Termin. Also, was haben wir alles gezeigt? Ich will noch deinen Kühlschrank sehen, das kennst du ja bei meinen Videos. Ja, genau. Das ist schon eng, wenn hier mit 2 Leuten. Ja, das ist eng, ja, das stimmt. Eng, so, mach den mal auf. Was hast du da unten drin? Ist das so Speckzeug? Ja, Dattel im Speckmantel aus Spanien. Dattel in Speckmantel, Ja. ich zeig das mal gerade. Wenn man so in Spanien ist und hier zurückkommt, die haben ja schon leckere Sachen, oder? Oh ja, Essen ist echt toll da. Ja, Essen ist toll. Also Kiwis hat er noch dabei. Hast du ein Bier? Ja, Das die hast habe ich mitgeholt aus Deutschland, 2 Kästen Radler, Flensburger alkoholfrei. Flensburger alkoholfrei. Kaum Zucker und schmeckt total gut. So, das da ist ein spezieller Käse. Was ist das? Ja, das ist ein Trüffel. Ziegenkäse mit Trüffel aus Spanien, genau. Ziegenkäse mit Trüffel aus China habe ich auch Spanien. noch gekauft hier. Der ist hier, guck mal. Warte mal, ich mach mal zu. Und Orangen natürlich auch aus Spanien. Warte, ich komm. Du bist so schnell. Ganzer Schinken hier habe ich gekauft. Nee. Doch.
Ein echter Spanischer. Also nicht das Zeug aus dem Aldi, was du dann immer zu Weihnachten kriegst. Ein richtig toller Schinkenladen in Spanien. Warte, der ist Der riesengroß. war in Ronda. Preis, was zahlt man dafür? 180 Euro. 180 Tacken, aber da hat man was von, oder? Das ist ein richtiger Iberico-Schinken. Kein gemischter, also ein reiner Iberico-Schinken. Amor hat ihn schon entdeckt. Der riecht den schon immer wieder, ja klar. Wo ist er denn? Da vorne ist er. Ja, da zeig ich mal. Du bist auch Läufer, oder? Ja, geht nicht mehr so mit den Knien, eher Fahrradfahren. So, jetzt hast du hier vorne so eine Kindersicherung, die wird hier vorne reingemacht? Die oder? mache ich hier praktisch. Der Hund kommt hier unten, das Bett wird hier hochgeklappt. Ja. Und dann hat er unten seinen Platz. Dann mache ich hier ein Gitter davor, dass er während der Fahrt hier hinten geschützt ist und nicht nach vorne kommt. Okay, der bleibt unterm Bett dann, oder? Ja, das Bett ist hochgeklappt. Hochgeklappt, er Ja. kann rausgucken. Ja, natürlich. Okay. So, das Gewicht, kommst du hin? 3,5. Ja, natürlich. Locker. Also Ja. der hat Zuladung. Ja. Okay. 600 Kilo sowas waren das. 600 600 Kilo. So, Fliegengitter, das hast du auch verwendet? Das ist gut, ja. Das ist richtig gut, das Fliegengitter. Oder gab es keine Fliegen in Spanien? Nee, also es ging vom Wetter her, aber hier und da, wenn du wo es dann 18, 22 Grad war und du warst mitten in der Natur, da kamen dann schon ein paar Stechmücken und dann hast du es dann zugemacht. Okay. So, das heißt, also ich fasse mal zusammen. 5 Wochen warst du unterwegs. Hast du irgendwas geplant? Nee, oder? Nee, einfach so. Einfach so. Ja. Das ist ja Freiheit pur. Ja, das Darf ich mal stimmt. fragen, du hast keine Frau, nee? Nein, hast du nicht, weil das ist ja schon eine Sache, wenn du ein Pärchen bist oder so, dich mal abstimmen, ich fahre mal 5 Wochen weg, alleine und nehme den Hund auch noch mit, dann, ich sag mal, das ist natürlich schon ein Vorteil, oder? Wenn man da nicht so gebunden Das stimmt, ist. ja. Ja. Ja, das stimmt. So, cool. VD, ist ja Zufall. Ist schon gut die Kleidung, also Ja, ich habe das viel von stimmt. denen, ja. Ja. Die ist nachhaltig, hast du gesehen, produziert, aber das ist ja, glaube ich, nicht so wichtig. So, jetzt ist das Thema Sport. Hast du jeden Tag Sport gemacht? Ein bisschen, ja. Fahrradfahren. Ja, das auf alle Was hast du Fälle. gemacht den ganzen Tag? Ja, also erst bis 8 Uhr geschlafen, das ist schon Luxus. Abends. Natürlich morgens. Was heißt morgens 8 Uhr schlafen? Das heißt, der Hund hat sich dran gewöhnt? Oder? Ja, der schläft damit, ja. Das ist mit. okay. Wir sind ja abends so lang unterwegs und dann 8, halb 9 will er aber dann raus und dann wird sich erstmal angezogen, dann wird ein Hund mit dem Hund gegangen, dann Frühstück. Essen gehen mit Corona, wie ging das? Ja, in Spanien ist jetzt um die Jahreszeit noch viel zu, das heißt wenig los. Und du gehst halt in die einfachen Bars und sowas, und da kriegst du überall Essen. Das sind die ganzen Spanier und du hältst auf Abstand. Und die Spanier hatten dann alle Maskenpflicht im Außenbereich und jetzt seit kurzem, da haben wir jetzt in Spanien, die gehen ja jetzt fahren ja eine andere Schiene. Und auf einmal in San Sebastian hatten 80% keine Maske mehr auf im Außenbereich. Das ist neu, oder? Ja. So ist ja in Deutschland ist das ja normal. Wenn du jetzt zurückfährst, ich sag mal so Alltag, brauchst du da die Zeit schon, so eine lange Auszeit für dich? Oder ist das so eine Sache, weil 5 Wochen ist ja schon Luxus für viele? Ja, aber in der letzten Zeit haben wir alle, also unsere Viel zu ganze tun. Abteilung, unser Sachgebiet hat viel zu tun. Gerade mit Corona, das ist unser Thema auch, haben wir Ja. viel Stress gehabt. Und da ist es echt mal schön, mal 5 Wochen mal Abstand zu halten. Obwohl, das siehst du ja, ich habe meinen Laptop da, ich habe E-Mails gecheckt, ich habe meine Kollegen angerufen, ich habe immer wieder mal das eine oder andere geklärt, auch dann im Urlaub. Aber das Hast du ihnen man auch Fotos gerne. geschickt, den Kollegen? Ja. Ja, hast du, okay. Die ein bisschen neidisch zu machen. Ja. Ja, also du würdest sagen, für die 50 Kilo ein tolles Auto, oder? Ja. 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 Jetzt hast du es in der Vermietung, das ist ja nochmal was anderes. Ja. Bedeutet konkret, die Leute kriegen zwar eine Einweisung, aber die fangen ja immer bei Null an bei dem Auto. Das geht schon aus Material, oder? Ja, du merkst halt gerade, der Kastenwagen, es sind halt viele Leute, die noch nie mit Camper-Vermietung was zu tun hatten oder mit Camper, die weise ich halt schon gut ein. Also eine Einweisung dauert bei mir in der Regel über eine Stunde, auch 1,5 Stunden. Das siehst du auch in meinem Verlauf von den Bewertungen, dass die Leute alle sich bedanken für die tolle Einweisung. Und das ist mir halt schon wichtig. Wir haben auch sehr viel Zubehör, das heißt, du hast im Camper eigentlich alles, was du brauchst. Das ist dabei, also alles das Geschirr, komplett. alles. Alles komplett. Du kannst losfahren, Ja. brauchst nur noch Unterhose. Deine Bettwäsche, vielleicht deine Ja. eigene und ein Handtuch. Und natürlich Unterwäsche, klar. So, ich nehme an, es klingt so, Wohnmobilvermietung klingt immer so, als hättest du jetzt 400 Stück oder so. Wie Nee, viele ich hast habe du? nur das eine. Du hast eine. Sind Ja. da mehr geplant? Ein zweites und ein drittes jetzt, ja. Zweites. Deswegen bin ich bei Freistaat. Blöd ist ja, wenn das mal kaputt geht. Ich habe eben gesehen, da hat ja einer die Tür, das ist schnell passiert, du fährst an einem Pfeiler vorbei, hast so... Genau, das war ein älteres Pärchen, die waren auch ganz lieb und total besorgt. Und der ist direkt losgefahren in die Einfahrt und hat direkt natürlich dann das Fahrzeug beschädigt. Auch die Stufe hier, das Fenster ist beschädigt. Ist das eine Geschichte, die du jetzt der Versicherung meldest? Oder? Das ist ja gemeldet, der Versicherung. Ich habe da bin in so einer Agentur mit drin und dann gibt es so einen Sonderpreis, hat man natürlich noch eine monatliche Rate, aber dafür wird man nicht hochgestuft in der Regel. Okay, das gibt so ganz spezielle Versicherungen, die Genau. das vermieten. Ist das schwer, da reinzukommen? Ne, du Oder- musst in so eine Agentur mit reingehen und dann hast du die Möglichkeit, auf diese Vermietung drauf zuzugreifen. Das heißt, die haben auch ein Portal, die vermitteln die auch Leute?
Ja, aber das lohnt sich erst ab 3, 4 Fahrzeugen. Okay. Also ich vermiete momentan nur über Paul Camper und Indie Camper. Paul Camper und Indie Camper, ja. Okay, verstanden. Wenn ich dich jetzt suche in der Vermietung, oder hast du keine Sorgen? Ist der jetzt das ganze Sommer über weg oder wie? Also man merkt schon, dass da eine wahnsinnige Tendenz ist, dass da viele Leute buchen. Ich habe auch jetzt schon einiges gebucht für dieses Jahr schon wieder. Ja. Es sind natürlich auch noch Kapazitäten frei, okay. Aber die Nachfrage ist sehr groß. Nach was ist da zu suchen, wenn ich genau deinen haben will jetzt hier? Draußen zu Haus heißt Nochmal draußen? Draußen zu Haus. Mit scharfem S, oder? Ja, mit Buckel S hätte man früher gesagt. Buckel genau. S. Draußen zu Haus, zusammengeschrieben? Jawohl. Okay, und da finde ich nur dich? Ja. Weil das ist ja doch ein das ist das, jeder hat ja immer die Möglichkeit, sein Fahrzeug einen Namen zu geben und das ist der Draußen zu Haus. Das ist der Draußen zu Haus, zusammengeschrieben, alles klein. Alles zusammen, ja. Okay, wunderbar. So, dann bedanke ich mich erstmal 1000-mal für dich. Ich hätte noch so viele Fragen, aber ich sag mal so 5 Wochen unterwegs. Was ist dein Fazit jetzt? Ja, das nächste Mal müssen es 8 sein. Krass, aber ja gut, es sind natürlich die Helden des Alltags, die da so ein bisschen durchgehen. Das gute Essen, du warst oft draußen essen? Ja. Ist das teuer in Spanien? Na, Spanien ist sportbillig. Also haben wir zu zweit 20 € bezahlt mit Vorspeise, Hauptspeise und Getränke und alles. Also Spanien ist echt günstig. Ja. Du gehst halt natürlich dann auch in irgendwelche Kneipen, wo glaube ich in Deutschland nicht essen gehen willst. Es sieht also sehr einfach wie so eine Kneipe aus. Aber wenn du siehst, da sitzen viele Spanier am Plastiktisch oder sowas und haben dann die tollen Tapas da, dann weißt du schon, dass ist das richtig. Genau, okay. So, also die ganz tollen Sachen, das ist dann mal nicht so toll, oder? Ja. Nee, also nicht so Touristenhochburgen, sondern guckt dann schon, wo die Spanier essen gehen. Ja, 0 Grad, es hat geschneit uns heute Nacht, der Schnee ist auch fast liegen geblieben. Wir sind in Sulzemoos in Oberbayern. Oberbayern? Ja, ich glaube ja. In Oberbayern sind wir und zwischen München und Augsburg und ist mir im Weg gelaufen, der Michael. Ich bedanke mich vielmals für dich und dann kannst du, aber es ist spannend, wie viel Müll du kaufst damit auch. Das heißt also, wenn das jetzt alles auspackst, da bleibt so viel Verpackung übrig. Oder? Das ist leider die Thematik. Gott sei Dank ist es hier und da Pappe, das ist gut, aber man hat natürlich schon viel Verpackungsmüll, das ist richtig, ja. So, ich nehme mal an, du hast wahrscheinlich alles, Müll und so weiter, wenn du freistandst, alles schön gedammt, hast es mal schön in der Natur verteilt, oder? Um da geht man natürlich ganz verantwortungsvoll. Ja, also ich habe einen Müllsack immer dabei gehabt und habe geschaut und habe dann dementsprechend, die Spanier nehmen es nicht so mit der Mülltrennung, das ist so noch ein bisschen im Vormarsch, aber hier... Darf man frei stehen in Spanien? Ja, hier und dort schon, ja. Hier und dort? Ja, man muss da schon gucken. Es gibt Plätze, die sind nicht erlaubt, aber ansonsten ist das da überall, kannst du dich hinstellen. Das ist natürlich mit den Straßen schwierig, wenn du dann mit dem Frontantrieb da anfängst, kannst du natürlich ruckzuck und wenn du alleine bist, musst du natürlich ein bisschen vorsichtig sein, darfst du so keine Spirenzchen machen, sonst hängst du irgendwo und kommst nicht mehr raus. So, okay, so das war's. Du hast einen Feuerlöscher mit dabei, du hast Sidolin, Sakrotan, da kann nichts mehr passieren. Es ist die Kiste ja relativ dreckig. Wer GT macht die Grundreinigung, du? Ich mach das selbst, ja. Echt? Ja, natürlich. Hast du so ganz kleine Finger, dass du rankommst an alle Ecken? Ja, das geht schon. Sehr schön. Kühlbox hast du auch? Ja, die habe ich mitgenommen wegen einem Bier, dem Radler halt, und dass ich noch ein bisschen Zubehör hatte. Aber ich hätte es eigentlich gar nicht gebraucht im Nachhinein. So, ist der gut, der Telekom-Hotspot, der da steht? Ja, im Ausland funktioniert der halt nicht. Geil. Ja, genau. Hast du es gewusst? Nee. Der hatte mir gesagt, EU funktioniert, aber da ging gar nichts. Warte mal, ich halte mal vorsichtig drauf, dass man nichts sieht. Für die Füße, das Ding. Das ist er. Also das ist der Telekom-Hotspot, der nicht geht. Ich kann dir sagen, ich habe ja auch einen Telekom-Tarif. Den gibt es nicht mehr, leider. Der hat 3 SIM-Karten dabei, kostet 180 €, kriegst jedes Jahr ein neues Handy. Und pass auf, Unlimited auf allen 3 Karten weltweit. Das ist ja super. Unlimited. Also ohne Gedöns. Und du kriegst jedes Jahr für 1.000 € ein neues Handy. Und da hat die Frau noch gesagt, was, Sie haben den noch an der Hotline. Da habe ich meiner Frau... Auf keinen Fall kündigen, du. Nee, auf keinen Fall. Hat gemeint, behalten Sie den, ich meine, es sind zwar 180 €, aber du kannst alle 3 Datentarife parallel benutzen. Das ist doch super. Ja, das ist der Hammer. Also du kannst einen zu Hause benutzen, einen hier als Router und so weiter. So, ich bedanke mich bei dir. Das macht ihm nichts aus, oder? Nee, der liegt im Schnee, der ist alles, gerade wenn es Schnee ist, hat er Spaß. Da riecht er die Gerüche sind dann noch stärker. Und im Schnee? Ja, werden gespeichert, halten länger. Ich zeig das mal gerade. Es sieht so goldig aus, aber du hast gesagt, er kann anders. Tschüss, Michael. Ja, mach's gut. Ciao, danke. Übrigens heute, was haben wir heute, 19. Januar 2022. Wenn ihr dabei seid, abonniert bitte unseren Kanal German Television unbedingt. Drückt auf die Abo-Taste. Hast du schon abonniert eigentlich? Ja, natürlich. Hast du abonniert. So. Und drückt auf German Television Plus, das ist nämlich der E-Bike-Kanal. Ja. Den haben wir jetzt getrennt, weil wir gesagt haben, okay, es werden immer mehr E-Bikes, die Camper wollen nicht immer nur E-Bikes sehen. Ja. Haben wir jetzt German Television Plus. So, ciao. Mach's gut. Ciao. Ciao.